jetzt links aufwählen. Guten Morgen Leute, es ist heute der 2. September und ich habe den Anfang gemacht in Kaldenkirchen in Deutschland, über die Grenze bei Venlo. Da werde ich eine Wanderung machen von um die 20 Kilometer, 22,2 sagt Komoot, und wir werden mal sehen, wie es geht. Ne? Schönes Wetter heute, zurzeit ist es so um die 17, 18 Grad, es wird Maximum 21, 22 Grad. Ja. Wir laufen gegen den Herbst, ne? Es ist ein bisschen wolkig, aber zurzeit scheint die Sonne. Also schönes Wetter. Ich denke, es wird schon eine schöne Wanderung heute. Und das ist heute Dienstag. (1,33 Kilometer) und wir haben das Gewerbegelände von Kaldenkirchen verlassen. Und jetzt gehen wir so zu sehen, ja, weiß ich nicht, da ist eine große Straße da. Das kann die B221 sein. Da bin ich ja nach Kaldenkirchen gekommen. Hier kommen auch Autos. Okay. Und dann wird das Landschaft wahrscheinlich etwas ein bisschen schöner als das Gewerbegelände. Moin. Und wir gehen hier unter die Brücke. Ne? Ja, mal was ein Verkehr. Das ist schon sehr breit, das kann auch der A74 sein. Ich weiß nicht, wie die heißt hier in Deutschland, die 61 glaube ich. Es ist ein bisschen frisch, ja. Der Wind geht auch, aber es geht. Und es fällt mir schon auf, dass die Blätter schon von den Bäumen fallen. Ne? Das ist schon sehr früh, muss ich sagen. Eine sehr frühe Herbst haben wir heute. Wenn es auch eine frühe Winter wird, dann haben wir schon noch etwas zu erwarten. Ne? Nach 2,48 Kilometer komme ich in Löth. Das ist hier eine sehr neue Nachbarschaft, ne? Alles neue Häuser. Tja. Ich denke, dass wir Richtung Zentrum gehen, wo die Kirche ist an der Seite. Nach 3,49 Kilometer habe ich Löth verlassen über einen Feldweg. Da liegen Rinder, sehe ich, können auch Kühe sein, weiß ich nicht, kann ich nicht sehen von hier aus, das ist weit weg. Und hier kommt ein Pferdchen, ja, das ist immer geil, ne? Tiere im Video, das ist gut. Was ist das für ein Gaul hier? Er ist sehr beschäftigt mit Fressen, ne? Tja, oh, der hat einen Fäulen dabei. Schau mal an. Eine Mary mit einem Fäulen. Ist das geil. Und? Alles gut mit dich? Ja. Deine Mutter auch? Die sieht ja nichts, ne? Oh, bist du ein schönes Fäulen. Geil. Ich mag das. Nach 4,48 Kilometer komme ich am Wasser. Und schau mal, da sind schon Enten auf dem Wasser. Also das ist geil, da steht auch eine Ente.
Ah, Jungs, alles gut? Mann, wie geil. ...5,1 Kilometer sind weg. An der Seite Wasser. Und an dieser Seite auch Wasser. Ist das geil. Das ist ein sehr schönes Stück, wo ich hier laufe. Der Winter geht, da sind Wasservögel drauf auf das Wasser. Ja, das sind Wasservögel. So zu sehen, ja, das sind Wasservögel, definitiv. Ja. Und hier werde ich euch mal die Pflanzen sehen lassen. 5,16 Kilometer. Moin. Na, mal reinschauen, ne? Also guck mal, Bänke. Und da stehen all die Wasservögel. Ach, das ist ja auch geil. Oh. Da fliegt einer. Boah, ist das geil. Und er landet im Wasser. Da sitzen noch mehr Vögel. ...5,36 Kilometer, Leute. Ich stehe auf einer Brücke. Eine Brücke. Tja, es wird immer besser hier. Und hier staan überall Schilder, Rutschgefahr. Alles geht hier richtig runter und rauf. Ja. Jetzt ist es ein bisschen mehr bewaldet hier. Treibholz gibt es hier überall. Das sieht man ja auch wieder. Gut für die Fische, ne? Können die sich verstecken. Ja. Wir laufen jetzt weg vom Wasser und gehen rein in den Wald. Wow, wow, wow. ...7,67 Kilometer. Noch 9,54 Kilometer auf die Schlossallee. Und da links ist ein großes Wasser. Ja.
Und hier gibt es auch irgendwo ein Schloss. Erstmal nach dem Wasser schauen, ne? Ach, hier kann man so im Wasser laufen. Schloss Kirchenbeck. Also wir gehen Richtung Schloss. Moin. Und auch an dieser Seite Wasser. Nicht nur links Wasser, auch rechts Wasser. Also, das ist hier mal ein Kino, das ist unglaublich. Muss die Kamera mal gerade halten, es ist wieder soweit, ne? Das gerade halten der Kamera. Da bewegt sich einiges im Wasser. Die Enten da hinten. Da ganz hinten gibt es auch Enten oder so etwas. Absolut geil. 9,26 Kilometer. Und rechts von mir ist das Schloss. Aber man sieht es kaum. Also, werden wir sehen, ob wir da ein Bild erhaschen können von dem Schloss. Das Wasser um dem Schloss, ne? Hier sieht man auch. Das machte man früher so. Es soll ein Hotel sein, also man kann hier übernachten. Ich glaube, gesehen habe 300-400 Euro für ein Bett für eine Nacht. Also das ist nichts für mich. Noch 2-3 Tage muss ich Konkurs anmelden. Das geht nicht. Tatsächlich. Aber hier kann man auch nicht rein. Nein. Aber ich denke, da ist ein Parkplatz. Irgendwo muss man da rein können. Na, werden wir mal sehen, Leute. Wenn wir es rausfinden, dann werde ich ein paar Fotos machen. 10,9 Kilometer. Und ich stehe am Flugplatz Venlo aus dem Zweiten Weltkrieg. 1940, 1945. Also hier war scheinbar ein Flugplatz. Man sieht hier noch Überreste, ne? Ja, das müssen dann die Überreste sein vom Flugplatz. Was das alles mal war, weiß ich nicht. Ich denke eine große Halle. Ja. Ja, das wird eine große Halle. Ach, scheiße. Die hat gesessen. Ja, das wird eine große Halle gewesen sein. An der Seite geht es weiter, ne? Ja. Also eine große Halle, wo die Flugzeuge unterstellten. Hier hat man sie auch wieder, ne? Sind noch Mauerresten dazwischen. Ja. Und wir haben auch noch die Mitte der Tour erreicht, ne? Die Mitte der Wanderung. Ja. Das sind die Mauerreste von einem großen Lagerplatz von Flugzeugen. Ja Leute, 11,1 Kilometer. Und mal eine Pause, ne? Bisher gefällt mir die Wanderung gut. Mit dem Fuß geht's gut. Ja, tut nicht mehr weh, die vorige Wanderung. Nein. Also das ist mal super. Ja, dem Schloss. Da bin ich leider nicht rangekommen. Der Eingang lag nicht auf die Wanderung. Schade.
Und durch die Bäume konnte man ja die gar nicht oder kaum sehen. Und wie ich schon sagte, das ist ein Hotel, ja, sehr teuer. 300-400 Euro für ein Zimmer habe ich gesehen auf dem Internet. Also für mich keine Option. Man kann es auch denken, dass du da essen gehst, ein bisschen auch so 100 Euro ist für zurück. Ne? Ja, 11,1 Kilometer. Bedeutet, wir sitzen in Mitte der Wanderung. Nochmal 11,1 Kilometer, dann haben wir 22. Dann sind wir wieder am Auto. Bisher geht es gut mit dem Wetter. Es ist trocken, ein bisschen wolkig, jetzt ist die Sonne mal weg. Und der Wind ist sehr frisch. Nach 12,6 Kilometer geht es hier mal ein bisschen runter. Ne? Ja. Hier ist auch ein bisschen hügelig. Und überall findet man Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Da habe ich wieder ein Foto gemacht von den Resten von einer Mauer. Ne? Also ja, wenn man die Augen ein bisschen offen hält, hier findet man schon noch einiges an Resten aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ich laufe jetzt im Wald, wie ihr seht. Wir müssen noch 9,32 Kilometer, also keine 10 Kilometer mehr. Und die Sonne hat sich mal verzogen. Und hier ist ein Hügel, wo ich drauf stehe. Das ist flach, das ist auch flach. Und das ist, was ich sage, wenn man die Augen offen hält, sieht man die Relikte vom Zweiten Weltkrieg. Ja, wenn man da schaut, sieht man, dass der Hügel da weiterläuft. Da kann man es deutlich sehen. Das ist kein Hügel, das ist ein Wall aus dem Zweiten Weltkrieg. Und an dieser Seite sieht man es nicht so gut mehr. Nee. Das Gestrüpp da, aber man sieht, das Gestrüpp ist höher, jawohl. Da geht er auch weiter. Also da sieht man, das sind Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg. Die machte man damals gegen den Tanks, gegen den Panzer, ne? Panzerabwehr. Nächste Möglichkeit links, das ist hier vorne. Ja. So sieht man, überall sieht man noch die Überreste vom Zweiten Weltkrieg, aber steht nichts dabei. Ja Leute, ich hatte längere Zeit eine schlimme Ahnung, dass ich hier in der Niederländischen bin. Und tatsächlich bin ich über die Grenze, denn hier ist Venlo, nach 13,9 Kilometer. Das ist eine Grenzwanderung. Also ja, ich hatte schon längst so eine Ahnung, das konnten die Niederlande sein hier. Aber ja, wir sind tatsächlich über die Grenze. All die Leute, die jetzt mich entgegenkamen, sprachen alle Limburgisch Dialekt. Das fand ich schon bemerkenswert. Und das ist wahrscheinlich auch, wo der Sebastian, Outdoor mit Sebastian, Jetzt rechts auf Tjostlinnenstraat. Venlo kommt. Das ist hier. Und das erkenne ich aus seinen Videos. Ja, wenn ihr dieses Video seht, Grüße gehen raus, Sebastian. Das hier erkenne ich aus seinen Videos. Dann kommt er von Köln angestiefelt, aber ich muss sehen. 15,7 Kilometer, Leute. Guck mal her. Und wir laufen hier immer in Venlo.
Umgebung von Venlo. Wow, wow, wow. Ein großes Appartement, ne? Gebäude. Tja. Das ist ja ein bisschen hügelig. Guck mal an. Wir gehen hier runter. Da geht's richtig runter. Guck mal da. Das hatte ich hier gar nicht erwartet. Ich bin durch eine Siedlung gelaufen in Venlo. Das war, glaube ich, mehr für die gehobene Klasse. Mann, geht es hier runter. Unglaublich. Guck mal den hier. Wow, wow, wow. ...17,3 Kilometer noch, 5,03 zu gehen. Und neben mir ist die Bahntrasse. Ja. Wir stehen ja, das Auto steht ja geparkt neben die Bahntrasse beim Bahnhof von Kaldenkirchen. Also müssen wir jetzt noch ungefähr 5 Kilometer bis zu Kaldenkirchen. Und das wird dann wahrscheinlich ein Stück entlang die Bahntrasse gehen. Obwohl wir in 220 Meter nach links gehen. Wir werden sehen, Leute. Es ist bisher noch eine schöne Wanderung. Und das Wetter hält sich auch gut. Also alles im grünen Bereich. 18,8 Kilometer. Und ich bin wieder zurück in die Bahntrasse. Wir haben mal durch den Wald gelaufen. Ein bisschen weiter weg von der Bahntrasse, aber doch immer mit der Bahntrasse mitnehmen. Und da unten müssen wir über die Bahn übergangen. Ja, wir müssen drüber. Über die Bahntrasse, Entschuldigung. Schauen, dass kein Zug kommt, der mich überfährt, aber ich denke nicht, dass ein Zug das überleben wird. Folge dem Weg 200 Meter. Da kommt nichts. Da kommt auch nichts. Nee. Tote Hose. Nach 18,5 Kilometer verlasse ich Venlo wieder. Jetzt sind wir wieder definitiv raus aus Venlo. Und hinter 100 Meter müssen wir rechts. Also ich denke, wir werden hier die Grenze irgendwo überqueren. Das kann nicht weit mehr sein. Wir brauchen nur noch 3,97 Kilometer. Die Straße ist gesperrt, nur nicht für Fahrräder und Fußgänger. Das bedeutet, dass das wahrscheinlich eine Grenzstraße ist. ...20,4 Kilometer heute. 1,94 Kilometer zu gehen. Ich bin zurück in Deutschland. Ich habe die Grenze wieder überquert. Links. Wir gehen hier nach links über die Bahntrasse. Und dann ist mein Auto schon in der Nähe. Das hier ist schon Kaldenkirchen. Brauche ich ja nur noch knapp 2 Kilometer. Bis zum Auto. Jetzt links auf Della
Man sieht das auch, ne, an die Bahntrasse. Alles wieder deutsch. ...21,1 Kilometer. Und ich laufe hier mal lang die Bahntrasse. Und da ist ein Gebäude, da wachsen schon die Bäume auf dem Dach, ne? Bei nächster Möglichkeit gleich links. Tja. Man befindet sich hier in das beste runtergewirtschaftete Deutschland aller Zeiten. Ne? Hör mal. Jetzt gleich links auf der Allee. Da kann man runter durch, ne? Ich dachte, dass das der Bahnhof wäre, aber nein, es ist nicht der Bahnhof. Willkommen zurück bei der Abmoderation von die Kaldenkirche Wanderung 02/09/2025. Das war am Dienstag. Eine sehr schöne gemischte Wanderung. Es gab schöne Naturgebiete, es gab ein bisschen Dörfer gab es und dann gab es auch große Straßen zwischendurch. Ja, es war alles gemischt. Eine sehr schöne Mischung und eine sehr schöne Wanderung, muss ich sagen. Ich habe einige Fotos gemacht, nicht viele, aber doch einige. So wie die Kirche von Lloyd, ne? Die habe ich gemacht. Und die St. Lambertuskirche war das ja. Eine Wasserpumpe, das war auch in Lloyd. Eine Eule. Die Pferdchen, das war ganz schön mit den Fäulen, das fand ich richtig geil. Die Enten auf dem Wasser, das war auch schön, das war das. Ja, das war, ich glaube, wie hieß das? Der Bach war, glaube ich, der Elm, glaube ich, war das. Hieß der so? Nein. Die Nette, glaube ich, ist das. Die Nette, glaube ich. Ich weiß es nicht sicher. Da stand nirgendwo dran, was es war, aber ich glaube, dass das die Nette war. Hier sieht man sie nochmal. Sehr schön im Bach. All die Pflanzen, die wir da haben, kann man im Video sehr gut sehen. Ne? Hier auch wieder schönes Wasser. Das war die andere Seite des Baches. All die Vögel auf dem Wasser, ne, bei einem See. Das war auch absolut geil. Das war die, da waren die Seen, ich weiß den Namen nicht mehr, macht nichts aus. Ein paar schöne ruhende Kühe oder Rinder. Das war auch der See. Sehr schönes Foto. Das war alles, das war schon in der Nähe von dem Schloss, ne? Wo ich nicht rankam. Ich meinte, dass es ein Hotel war, aber das habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Das ist, da werden Seminare gegeben. Okay, das ist kein Hotel. Noch mehr Wasserfotos mit Wasservögeln. Dann haben wir hier natürlich der Flugplatz Venlo vom Zweiten Weltkrieg. Nur ein paar Ruinen, mehr ist da nicht von übrig. Ja, da werden die Opfer und die Bürger, KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter, Luftwaffe, Royal Air Force, United States Army Air Force werden da. Aber, was soll ich sagen, wir wissen alles ja,
die den Krieg finanzieren, die finanzieren beide Seiten. Ne? Und das ist die kesarische Mafia. Die Illuminati, die Shabbat oder, um es mal gleich mit die Tür ins Haus zu fallen, die Nazis, die man jetzt auch überall in die westliche Regierung sieht. Ne? All die Instanzen, wie die illegalen Instanzen, wie Steuerbehörde und den Justiz, ne? Das ist alles ein großer Schwindel. Ein großer Nazi-Schwindel. Da sind noch Mauerresten, die ich da gefunden habe. Auch einen schönen Pfad, ne? Baumwurzel, das war in Venlo, ne? Das war geil. Ja, das wahrscheinlich ein Casino stand da, ich weiß es nicht, das war zu weit weg. Die Mariakapelle, sehr modern, bin ich extra hingelaufen. Das war die von innen, ne? Muss sagen, durch dem Glas gemacht, ist die doch gut gelungen. Das war ein Behindertenkomplex, werde ich mal sagen. Da standen diese Bilder. Und das waren sie schon, 25 Stück. Dann habe ich hier unten die Strecke. Wir haben den Anfang gemacht schauen hier, Kaldenkirche. Und dann sind wir hier lang gelaufen. Richtung die eigentlich erst Krickenbecken sehen, da war die Krickenbeck sehen und klein in der Witze. Da sind wir schön lang gelaufen, seht ihr hier. Da liegt Hinsbeck, sind wir nicht gekommen. Das ist die Große Heide, Venlo. Also hier ist ein Flutplatz, sehe ich, da habe ich nicht bemerkt. Dann denke ich, dass hier irgendwo, kann ich das sehen? Nee, kann ich nicht sehen. Wäre aber schön, wenn Komoot das sehen lässt, was für Fotos das da hinten stehen, ne? Ja, dann sind wir hier irgendwo die Grenze übergelaufen, ne? Und das ist Venlo. Man sieht doch, wie wir hier durch Venlo gelaufen sind. Wandelpark Tegelen sind wir gekommen. Und da war die Maria-Kapelle, wenn ich mich gut erinnere. Ja, und da bin ich hingelaufen, siehst du? Ja, das ist die Maria-Kapelle. Die liegt hier. Hat er nicht angezeigt. Und dann gehen wir zurück zur Kaldenkirche. Und da sind wir immer durch den Wald gelaufen hier. Okay. Wir haben gelaufen 4 Uhr und 32 Minuten, 22,4 Kilometer, 4,9 Kilometer pro Stunde, 140 runter und 140 hoch. Es gab doch ein wenig Höhenmeter. Ja, ich fand das eine sehr schöne Tour. Ich habe davon genossen. Ich werde Sonntag, wenn das Wetter gut ist, nach München-Gladbach gehen. 16 Kilometer Wanderung habe ich da. Das ist eine organisierte Wanderung. Ich habe beschlossen, da mal hinzugehen. Schauen, wie es ist, um in Deutschland zu laufen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen hoch. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr davon fand. Abonnieren den Kanal. Und dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Ciao, ciao, Ihr Theo.